Da ist mir mein Spiel kurz abgestürzt, aber kein Problem. So. Ich wollte gerade sagen, dass ich keine Ahnung habe, ob ich den Dietrich noch brauche, weil ich den Knochenfinger habe. Aber ich werde ihn trotzdem mal sicherheitshalber in meine Leiste ziehen. Okay. Und dann erkunden wir mal weiter die Insel. Da ist Flüsterholz. Okay. Flüsterholz, ein kurzer Stock. Und da ist ein Fass. In dem Fass ist nichts. Und vor mir soll ein Gegner sein. Da sind die Gegner auch schon. Okay. Dann schleiche ich mal in Richtung der Gegner. Interessant. Also ich werde Lederstücke mal nehmen. Und abwarten, ob es weitergeht oder nicht. Und ich bin nah genug rangekommen. Ich wollte jetzt eigentlich jemanden in einen verwandeln, was jetzt leider nicht geht. Nicht an den ersten Randstock. Und dann versuchen wir einen Fuß zu verwandeln. Was funktioniert hat, war wie süß. I know you. Süß. Damit bist du tot. Und du auch. I thought these bloody collars were supposed to keep those things at bay. Drowned and eaten by a voidwoken. I wonder in which order. Schriftfall wiederbeleben, kein Lebenstrank. Ja, kann ich alles mal nehmen. Ist ja irgendetwas nicht, dass ich sehe. Was hast du? Du hast auch nichts. Okay. Gehen wir mal weiter. Muscheln nehme ich gerne. Da ist eine beschlagene Kiste mit einer leeren Flasche. Okay. Und ich habe ein Buch gefunden. Und zwar nicht irgendein Buch, sondern wo ist es hier? So ein Buch. So ein Buch gibt uns immer Rezepte. Eigentlich. Eigentlich sollten sie uns Rezepte zeigen, so wie das hier jetzt beispielsweise. Okay, interessant. Interessant. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja eventuell wieder irgendwas machen. Ich habe wieder Leder bekommen. Ich gucke mal beim Rezept hier bei Rucksack. Leder und Seil, okay. Leder und kurze Stöcke. Bringt das irgendwas? Nein. Leder, kurze Stöcke und haben wir noch Seil da. Das irgendwas? Nein. Vielleicht kann ich hier raus noch irgendwas zaubern. Nee. Schade. Da wird mir jetzt nichts Neues mehr einfallen. Aber da sind noch Muscheln. Und scharfer Stein. Gucke ich mich hier mal weiter um.
Da sind noch Muscheln und ein alter Bekannter. Ich nehme jetzt erstmal die Muscheln auf. Und dann rede ich mal You mit ihm. spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. His skin is of a bright, blood-red color. Could he be... Yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer, or a duelist. You lock eyes with his, two smouldering embers that sizzle your very soul. I did survive, yes. And chances are I wouldn't have, had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that dread... You have my gratitude. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Okay. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Ich musste einfach helfen. Nevertheless, one good turn does deserve another, so as far as the whole slave business is concerned, let's just forget about it. Now then, Danke für if meine there's nothing Freiheit. further... If you really must know, I haven't quite decided Was hat yet. er als nächstes vor? I've a frightful amount of things on my mind, hence my standing here contemplating the waves. He sighs dramatically. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? Okay. Touché. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Lost. Was meint ihr mit lost? What do you mean, what do I mean? I mean just what I say. I had a very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? The very same. Ihr seid der Rote Prinz. I am the Red Prince, the All-Conqueror, the World-Tamer, the Spouse of the Sun. Das trifft es. Of course you know me. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment. The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Ja, vielleicht kann ich dir ja helfen, Truly. zu kommen. A kind offer indeed. And you've already proven to be trustworthy enough. You came back for the others on that ship, after all. Fine, I accept. On one condition. For reasons I'll not disclose right now, it is imperative that I should meet with a dreamer, one of our kind's revered mystics. I've reason to bin ein believe one of Mystiker. them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. Jolly good. Wir werden nach einem Ausschau halten. The undead? Like your good self, you mean? Come now, did you really think a handful of linen towels can fool me? Okay, Respekt. But don't worry. I have studied the arcane arts for years, including necromancy and demonology. I do not hold the petty prejudices of common folks. In fact, I prefer the exceptional in all things. Your secret is safe with me. So, now Okay. that that's settled, first things first. Even if you are as versed in the art of eloquence as I am, that our swords will be doing a lot of the talking from here on out goes without saying.
As a born Yeah. fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic and, yes, even subterfuge. What say you? Okay. Lassen wir ihn einfach so, wie er ist. Ein Kämpfer hört sich gut an. Very well. Onwards then to victory or death. Das The Red wäre Prince nods geklärt. and gives you a smile that wavers ever so delicately between courtesy and contempt. Now, as you're aware, you'll be travelling with a prince. Proper forms of address include Your Majesty, Your Royal Highness, or if you're feeling particularly frivolous, Milord. As your luck would have it, I seem to be fresh out of luggage, so you won't be required to carry my belongings. Of course, there are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it you'll pick up the rest as we go. So, Und wir haben jetzt auch einen Begleiter. Sehr schön. Und den rüsten wir ja auch direkt mal ein bisschen aus. Nämlich, wo haben wir sie denn? Schuhe. Und kommt ein paar zerfledderte Schuhe. Wow, die sieht man ja so gut wie gar nicht. Er bekommt ein zerlöchertes Hemd, psychische Rüstung, immer gut. Als Waffe hat er Messer am Stock. Einhandschwert, okay. Kann ich ihm vielleicht was Besseres geben? Gerostetes Schwert. Nee, geht auch nicht. Was mit dem Hammer? Funktioniert leider auch nicht. Schade, da habe ich nichts Besseres. Ja. Und ich kann ihm noch einen Helm geben. Einen Eimer. Ne, mach ich nicht. Das sieht einfach nur behindert aus. Okay. Und wir haben unseren ersten Begleiter. Und damit endet auch schon meine heutige Aufnahmesession. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald.